In diesem Video schauen wir uns jetzt einmal an, wie man einen Kursplan erstellt. Natürlich ist das nicht für alles, aber nun ja, es ist zumindest ein Kursplan, den du auch für deinen Kursplan verwenden kannst. Ja, wie funktioniert das denn jetzt? Ne? Wie kriege ich jemanden von A nach B, nach C, nach D und so weiter, bis er irgendwann bei Z landet? Wir haben ja über diese Transformation gesprochen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass jemand einen besonderen Grund braucht, um sich in deinen Kurs einzuschreiben. Und darum muss es ja gehen. Ne? Also der Kurstitel, dein Kursinhalt muss versprechen, dass derjenige, nachdem er diesen Kurs absolviert hat, ja etwas Tolles erreicht hat. Ne? Dabei spielt es gar nicht so eine große Rolle, was das jetzt genau ist. Ist das jetzt wirklich eine Fähigkeit, die man erlernt und die einem dann letztendlich richtig viel Geld einbringt? Oder ist es eine Fähigkeit, die man erlernt, damit man sich besser fühlt? Es geht einfach nur darum, dass etwas stattfindet, dass eine Transformation stattfindet. Darüber haben wir in einem anderen Video gesprochen. Das verlinke ich hier nochmal in diesem Video. Und dann switchen wir rüber und schauen uns das einmal auf dem Papier an, wie das auszusehen hat. So, für gewöhnlich nehme ich mir einfach einen weißen Zettel und versuche darauf meine Kursplanung zu machen. Es geht darum, dass man sich zunächst erstmal aufschreibt, ne, was diese 3 Ps, über die wir gesprochen haben, auch das verlinke ich hier nochmal in dem Video. Es geht einmal darum, dass man sich aufschreibt, was ist man, was kann man besonders gut, was mag man besonders gerne und was will man am Ende erreichen. Das habe ich hier oben mal in Stichpunkten aufgeschrieben. Also der Gärtner oder die Gärtnerin, die gerne liest, dekoriert, die Wohnung verschönert, ja, und dann vielleicht auch noch etwas zum Thema Kräuter und ihre Wirkung sagen kann. Das passt eben so schön zum Wohnen, Dekorieren und Leben. Ne? Wie wir das passend machen, zeige ich dir gleich. Wir fangen bei A an. Das Problem ist, derjenige, dein zukünftiger Teilnehmer, ist nicht gerne zu Hause. Er fühlt sich nicht wohl zu Hause. Zu Hause ist ein Sammelsurium von irgendwas und es passt nichts zusammen, man kann es sich nicht gemütlich machen, man fühlt sich nicht geborgen, man fühlt sich nicht zu Hause. Und sich zu Hause fühlen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Wenn man sich jetzt nicht zu Hause fühlt, kann man noch nicht mal woanders hingehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die eigene Wohnung ein Rückzugsort ist, ein Zufluchtsort und dass man deswegen hier, ja, das ist im Prinzip das Problem. Das lässt sich damit ja einkreisen. Also man möchte es gemütlicher haben, man möchte vielleicht, dass das Licht schön ist, man möchte Pflanzen haben, man möchte zu einem gesünderen und besseren Leben kommen. Also das ist alles so, der Ist-Zustand, ne, der ist jetzt nicht besonders toll. Und man will da in irgendeiner Art und Weise hingeladen. Deswegen habe ich hier geschrieben von A nach Z. Und wie schaffe ich das jetzt? Also im Kurs zeige ich nun auf, was das Problem darstellt. Also ich sage erstmal, okay, zu Hause ist es nicht schön, es ist ungemütlich, man fühlt sich nicht wohl und so weiter. Da kann man ja richtig schöne Bilder aufzeigen, was zu Hause alles nicht so in Ordnung ist. Ne? Und man kann ja immer in sich selber reinhorchen oder vielleicht in Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Ist ja oft so, dass die es vielleicht nicht so gut hinkriegen, zu Hause sich zu dekorieren und sich so richtig wohlzufühlen. Ja, deswegen würde man in Video 1 oder in Modul 1 auf den Ist-Zustand eingehen. Ne? Wie ist es zu Hause? Wo liegt was im Argen? Ist vielleicht irgendwas nicht richtig organisiert, nicht richtig aufgeräumt? Sind die Sachen nicht zur Hand, die man benötigt? Kann man irgendwas nicht verstauen? Also hier gibt es schon ganz, ganz viele Aspekte, ganz viele Probleme, auf die man eingehen kann. Natürlich ist das nicht nur ein Video, dieses Modul, das Modul 1, also bei mir sind das hier immer Module, sondern hier kann man das bereits mit Leben füllen. Ne? Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, wie organisiere ich die Küche richtig, ne? Sodass es mir das Essen machen schneller von der Hand geht. Also wäre hier vielleicht ein Untermodul Küche und dann wären hier drin deine Organisationstipps in der Küche, sodass du dich da nicht nur wohler fühlst, also dein Teilnehmer sich da nicht nur wohler fühlt, sondern letztendlich auch schneller, besser, gesünder kochen kann. Ne? Also, das wären hier schon mal so die Ist-Zustände, wo ich aber auch schon Tipps geben kann, wie es denn besser wird. Oder ich lasse das, ich mache einfach nur den Ist-Zustand und komme dann hier in Modul 2 zum Wunschzustand und gehe dann auf die verschiedenen Dinge ein, die ich verbessern könnte, damit es zu Hause gemütlich ist. Also ich sage erstmal nur, was kann ich alles verbessern? Welche Organisationstipps habe ich? Was kann man generell machen, damit es
in einem Zuhause, in einem Raum gemütlich ist, ne? Kann ich vielleicht andere Lichter setzen, stellen? Kann ich, Sachen anders organisieren? Kann ich, einige Sachen wegschmeißen oder austauschen? Kann ich Möbel ändern? Also, hier wäre der Wunschzustand. Man könnte auch hingehen, um erstmal der Teilnehmer, dass er sich besser kennenlernt oder ja, die Sache an sich besser kennenlernt, was er überhaupt möchte, könnte er jetzt hingehen und erstmal ja, vielleicht zu Pinterest, ne, gehen und einfach mal herausfinden, was ihm alles so gefällt. Dann wird sich schnell herausfinden, welche Farben gefallen ihm, welche Möbel gefallen ihm und so weiter. Also, dann hat derjenige schon mal den Wunschzustand, ne? Wie soll das sein? Und wenn man davon dann ausgeht, wenn man jetzt weiß, okay, so soll es sein, aber meistens sieht es zu Hause ja nicht aus wie in einer Wohnzeitschrift, ne? Deswegen kann man dann von da ausgehen und sich dann überlegen, gut, wenn es zu Hause nicht aussieht wie in einer Wohnzeitschrift, wie kriege ich das denn jetzt doch hin? Also wie kann ich es denn jetzt besonders gemütlich machen? Das kann man ja vielleicht, keine Ahnung, in der Wohnzeitschrift sind da 20 Kissen auf der Couch und 2 richtig gemütliche Decken aus Schafswolle oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und man selber findet aber richtige Kuscheldecken und näht sich die Kissen selber. Das wäre dann zum Beispiel hier der Wunschzustand, der dann auch umsetzbar ist. Und da kommst du jetzt ins Spiel und würdest hier zu diesem Wunschzustand führen. Ja? Das ist nämlich Modul Nummer 3. Wie komme ich zu diesem Wunschzustand? Wir haben jetzt bei diesem Wunschzustand herausgefunden, wie soll die Farbpalette aussehen. Ne? Das könnte man jetzt zusammenstellen. Also welche Farben gefallen demjenigen am besten. Und dann sucht er sich vielleicht ein paar davon aus. Nämlich jede Farbe hat eine Wirkung. Auch das könnte man im Kurs erklären. Welche Wirkung haben die verschiedenen Farben zu Hause auf die eigene Psyche, was auch immer. Also ne, da kann er dann gucken, wie er was erreichen kann, welche Farbe will er haben und was kann er mit dieser Farbe erreichen. So sind zum Beispiel Schlafzimmer oft in einem kühleren Ton gehalten, weil da soll es schön kühl sein, schön frisch sein. Das ist nicht unbedingt so gemütlich, das ist eher im Wohnzimmer so der Fall, ne? Dass es da fürchterlich gemütlich sein muss, dass man sich auf die Couch kuscheln kann und so weiter. Also das, das Schlafzimmer ist schon ein anderer Ort, ne? Ja, und dann geht's hier los. Jetzt kannst du für die nötigen Tipps und Tricks sorgen. Du gibst vielleicht eine Anleitung, wie man ein Kissen selber näht, wenn das denn hier jetzt das Problem war oder was auch immer. Und führst dann deinen Teilnehmer, ich will dir nur aufzeigen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, so einen Kurs umzusetzen, so einen, ja, in Anführungsstrichen banalen Kurs, weil es ist ja eine ganz tolle Transformation, die wir erreichen. Und das tun wir hier auch. Die Transformation lautet, wir haben ein gemütliches Zuhause, in dem man sich wohlfühlt und auch noch Wellness-Elemente einbaut, wie zum Beispiel schöne Pflanzen, da kommt der Gärtner dann ins Spiel, ne, der jetzt weiß, welche Pflanzen man anwenden kann. Zum Beispiel nimmt man Aloe Vera, hat man hinterher auch noch eine tolle Creme für die Hände, ne? Und gleichzeitig sorgt Aloe Vera für eine gute Luft. Also, nicht, dass ich mich besonders gut mit Pflanzen auskenne, aber das wäre so ein Punkt, was man hier vielleicht machen könnte. Oder auch Lichtelemente setzen oder dass man schöne Stoffe, also Vorhänge hat und schöne, ja, Decken oder was auch immer, also Teppiche, ne? All das würde dann hier noch eine Rolle spielen. Und natürlich könnte man auch noch hingehen und der Gärtner könnte noch sein Wissen, seine Expertise einbauen, indem er, seinen Teilnehmer über die Wirkung von Kräutern informiert, auf das eigene Wohlbefinden. Und diese Kräuter kann man natürlich auch in der Wohnung einbauen, weil sie zum einen schön riechen und zum anderen für ein grünes Wohlbefinden sorgen. Ja, also viele Pflanzen sorgen ja oftmals für ein Wohlbefinden. Also haben wir hier auch noch Sachen, womit wir den Kurs füllen können. So, ich habe den jetzt einfach mal so komplett gemacht, aus dem Bauch gemacht, den Kurs einfach mal gesammelt, mir überlegt, wie würde ich mich fühlen? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich in meinem Zuhause haben? Und ja, das ist dabei herausgekommen. Ne? Dein Kurs kann natürlich völlig anders aussehen. Und hinterher werden diese Titel, diese Sektionstitel, die werden auch noch völlig anders aussehen, weil auch das muss ja spannend bleiben. Denk an Pintelligent bloggen oder planbar sichtbar. Ich verlinke das Video wieder hier in diesem Video. Äh, Das ist ja dann nicht ganz unwichtig, dass auch der Lehrplan spannend und interessant klingt und so klingt, als ob der Teilnehmer ganz dringend von A nach Z möchte, weil er unbedingt diese Transformation erreichen will.
Ja, ich hoffe, das macht jetzt für dich komplett Sinn, was ich gesagt habe. Ich weiß, so einen Lehrplan zu erstellen ist nicht so ganz einfach, ne? Du wirst wahrscheinlich einige Male da durchgehen, das Ganze noch mal hier tweaken und da tweaken, noch mal komplett über 'n Haufen werfen, noch mal verändern. Ähm, Der Meister kommt mit der Übung, ne? Also, man braucht ein bisschen, bis man das Ganze zusammen hat oder zusammenkriegt und vor allen Dingen, damit das alles untereinander Sinn macht. Ich weiß, das ist ein großer Schritt und ich weiß, dass dieser Schritt nicht einfach ist. Wir werden uns da so Schrittchen für Schrittchen durchwühlen, auch hier wieder, ne? Wir kommen auch von A nach Z und, du kannst diese Schritte mit mir gehen, damit du deinen Kursplan erstellen kannst und dann deinen Kurs planen kannst. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.